Willkommen zurück zu Planet Coaster. Meine Pläne waren für diese Folge eigentlich das Piratenthema komplett abschließen. Das hat nicht ganz geklappt, weil dann würde diese Folge ein bisschen zu lange werden für meinen Geschmack. Und deswegen wird am Anfang der nächsten Folge auch noch ein bisschen das Piratenthema behandelt. Und was ich gemacht habe, ist die Hauptstraße nach links geführt, über die Schlucht, weil einfach nur geradeaus runter, beziehungsweise halt mit einer sehr steilen Treppe runter über die Schlucht. Das würde dafür sorgen, dass ich eine sehr große Burg bauen muss, um es quasi zu gerechtfertigen, warum da so der Weg dahin geht. Und es wäre ein viel zu langer Weg, der viel zu steil runterführt. Und deswegen dachte ich mir, gehst du einfach nach links und hinten rum. Da ist der Park etwas flacher quasi, für wenn ich weiter nach unten will. Und deswegen glaube ich, dass ich so besser damit klarkomme, wie der Park letzten Endes dann aussehen könnte. Auf jeden Fall, was ich halt gemacht habe, ist das Piratenschiff zuerst hingelegt und dann schnell noch hier halt eine Schlange, also die Straßen dazu fertig gemacht. Und dann wollte ich eine Achterbahn bauen, weil ich meine, es heißt ja schon Planet Coaster, ne? Da will man ja eine Achterbahn drin haben, mehrere. Ich meine, man baut einen Themenpark, was ist ein Themenpark ohne Achterbahn? Aber okay, an sich, man kann einen Themenpark besuchen und nie auf eine Achterbahn gehen. Vor allem, wenn man jemand ist, der nicht gerne auf Achterbahnen geht. Ne? Ich meine, es ist nicht so, dass man nur nach Themenparks geht, nur um Achterbahnen zu besuchen. Aber egal, so, hier. Das Gebäude um den Anfang herum hat viel zu lange gedauert. Ich habe wirklich keine Struktur drin gehabt im Sinne von, wie packe ich das an. Sondern ich habe direkt gesagt von wegen, ich baue einfach drauf los, was normalerweise auch gut klappt. Aber diesmal habe ich irgendwie nicht einfach von unten aus angefangen und dann langsam nach oben gearbeitet. Sondern ich dachte mir, ich mache erstmal, ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, ich mache erstmal einfach alle Mauern und dann die Details. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich schwer an einige Details noch rankomme. Wie zum Beispiel auch innen, weil ich wollte dieses Gebäude eher so zum Lager machen. Zum Lager der Piraten. Also Speicherlager, nicht Lager im Sinne von... Ihr wisst schon. Auf jeden Fall wollte ich hier halt so Fässer drin haben und so weiter. Und das sollte von innen dann schon ein bisschen dekoriert sein, denn die Besucher sehen das ja, ne? Und wenn man zur First-Person-Ansicht eines Besuchers wechselt, dann sieht man das ja auch. Nicht, dass man das oft macht, und ich schätze, es war eigentlich total unnötig, dass ich hier auch so viel Mühe fürs Innere mir gegeben habe, aber naja, so bin ich. Perfektionist halt, ne? Was die Achterbahn angeht, es ist eine B&M Achterbahn. Zumindest so vom Aussehen her denke ich mal, dass es eine B&M Achterbahn darstellen soll. Nämlich ist der Querschnitt vom Rückgrat, nennt man das Rückgrat bei einer Achterbahn? Ich weiß es gar nicht. Der ist quadratisch. Und das ist eigentlich das Markenzeichen der Firma B&M. Ich weiß jetzt gerade nicht, wofür das Akronym steht. Ich weiß aber, dass sie aus der Schweiz kommen. Also die Firma ist schweizerisch? Schweizisch? Oh Mann. Immer wenn ich aufnehme, da fällt mir ein, wie schlecht ich doch eigentlich bin, was deutsche Wörter angeht. Egal, hier, so, die Achterbahn. Das Tool ist meiner Meinung nach noch nicht sehr ausgereift. Ich meine, okay, das nicht nur meiner Meinung nach, das ist es auch einfach noch nicht. Das sagen die Entwickler selbst. Die wollten in der ersten Alpha die Achterbahne noch gar nicht drin haben. Haben sie aber trotzdem reingetan, weil viele Leute gesagt haben, dass sie halt eine Achterbahn oder mehrere bauen wollen. Und deswegen haben die das Tool noch nicht ganz optimiert reingetan. Ich meine, das sagen die ja auch, dass es das noch nicht ist. Deswegen ist es ja okay, dass es auch noch nicht optimiert ist. Aber naja, was noch nicht ganz optimal ist, ist meiner Meinung nach auch das Smooth-Tool. Es gibt ein Tool, um ist alles ein bisschen smooth zu machen. Was heißt smooth auf Deutsch? Auf jeden Fall, wenn man die Achterbahn selbst fährt in der First-Person-Ansicht oder es ist nicht gerade super. Es ist ziemlich hakig. Es sei denn, man baut sehr viele, sehr lange Strecken. Also wenn man immer nur Streckenteile von 5 Meter oder so baut, dann ruckelt das ziemlich stark. Wenn man aber die ganze Zeit Streckenstücke von 20 Meter baut, dann ruckelt das halt nur alle 20 Meter ein bisschen.
Und das ist ganz okay, es sei denn, man möchte halt ziemlich enge Kurven oder irgendwie Zero-G-Rolls machen oder so. Es gibt einen Zero-G-Roll als Vorlage schon drinne. Nur die Vorlage gefällt mir ehrlich gesagt nicht allzu sehr. Also ich meine, so sieht kein Zero-G-Roll aus. Da geht's nämlich hoch und dann kommt oben eine Rolle und dann geht's runter. Anstatt halt, dass das eine flüssige Bewegung ist, was halt die Logik einer 0G-Rolle ist. Aber naja. So, hier habt ihr auch gesehen, wie ich gefailt habe mit dem Gebäude. Von wegen, ich habe da den Boden schon drin, aber ich muss da drunter noch was machen, weil ich weiß auch echt nicht, warum ich sowas mache, weil man sieht's eh nicht. Selbst als Besucher wird man das nicht so wirklich sehen, weil man nicht drauf achtet, aber naja, egal, so bin ich. Zur Achterbahn nochmal, ich wollte zuerst einen Dive Coaster machen, aber das geht natürlich nicht, also nicht ganz, weil ein Dive Coaster hat die Eigenschaft, dass, zumindest soweit ich weiß, man nach dem Kettenlift man erstmal ein bisschen hängen bleibt an der Spitze, während man runterguckt und halt unerwartet den ersten Drop erlebt dann. So eine Funktion gibt es zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie sowas noch hinzufügen werden. Wäre sehr schön übrigens, einen Dive Coaster zu machen. Ich würde nur Dive Coaster machen dann. Na, okay, vielleicht nicht nur, aber viele. Auf jeden Fall, was ich stattdessen gemacht habe, ist etwas, was eigentlich die Firma B&M immer macht. Nämlich einen Pre-Drop, einen kleinen, am Ende des Aufzuges. Das ist dazu gedacht, um den Druck auf der Kette zu verringern. Also habe ich das einfach gemacht, weil, warum denn auch nicht, ne? Ich meine, ich will den Park ja ein bisschen realistisch machen. Es ist zwar wahrscheinlich überhaupt nicht realistisch, was das Budget angeht und überhaupt, was das Terrain hier angeht. Ich meine, wer baut denn bitte einen Themenpark an eine Schlucht mit sehr groben Hügeln in der Nähe, ne? Aber naja. Ja, auch dazu, diese Map ist, denke ich mal, auch überhaupt nicht dazu gedacht, um hier einen Park drauf zu bauen, sondern mehr von wegen, hier, wir zeigen mal, was man so machen kann. Das bemerke ich auch, weil es kann auch sein, dass einfach die Tools alle noch nicht ganz ausgereift sind. Ich meine, wir sind in der Alpha, man kann es auch echt nicht erwarten, finde ich. Ich finde, es ist alles auf jeden Fall perfekt für eine Alpha, aber halt auch nur für eine Alpha. Nämlich, was ich meine ist, wenn ich die Wege hier flach haben will, dann klebt manchmal ein bisschen Erde durch. Und deswegen sind die Straßen hier ein bisschen angehoben, was dafür sorgt, dass sie auch direkt einen Zaun dran haben. Ist an sich vorteilhaft, weil ich wollte sowieso überall Zäune drumherum haben, weil das ist ja auch normal. Aber naja, das sorgt halt schon dafür, dass die Straßen etwas erhöht sind. Und deswegen musste ich da halt was drunter legen, wie zum Beispiel die weiße Plattform da bei der Schlange zur Achterbahn. Und hier auch das Lustige. Ich habe hier diese Map genommen, eben weil da Terraforming drauf ist. Und was mache ich? Ich beschmück den Berg mit Steinen. Dann hätte der Berg, zumindest die Stelle, da genauso gut nicht sein können, weil das ist nämlich so, da es Terraforming noch nicht drin gibt, ist die einzige Möglichkeit, einen Berg zu bauen, indem man ganz viele Steine ineinander und aufeinander setzt. Und wenn man dann die Berge, die hier schon existieren, mit den Steinen versieht, dann, naja, okay, der Sinn ist ein bisschen weg. So, was ich hier eigentlich als Füller zuerst machen wollte, war eine kleine Kapelle, weil für mich passt das zum karibischen Thema und ich dachte mir, ich baue den erstmal auf den Hügel und schiebe den dann da runter, weil dann ist nicht so viel im Weg, ne, die Achterbahn nämlich. Und es ist eigentlich nur eine ganz simple Kapelle, zumindest das, was ich unter einer Kapelle verstehe. Und hier, der Dach vom Glockentürmchen, ich habe viel zu viel Arbeit reingesteckt für etwas, was nicht mal gut aussieht am Ende. Nämlich habe ich, wie man hier sieht, diese einzelnen Balken, die man eigentlich nur am Rand vom Dach macht, sodass man quasi in die dritte Dimension der Wand geht. Ne? Ich habe ja gesagt, die Wand soll nicht komplett glatt sein, sondern da muss auch etwas rauskommen. Und dafür sind diese Dinger gedacht.
Da ich aber nicht wusste, dass es auch etwas Einfacheres gibt, was man... Ich weiß gar nicht, ob man das in dem hier sieht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine normale Dachspitze da drauf, weil das hier ist viel zu breit und sieht einfach shit aus. Und ja, was ich dann gedacht habe, ich nehme einfach mal die Schornsteine wieder, weil die Schornsteine kann man ja eh für alles benutzen, und mache damit eine Spitze. Die ist recht gut gelungen, finde ich, aber nicht gut genug, dass ich sie dann letzten Endes behalten wollte. Deswegen, ja, ich habe sie noch ersetzt, aber ich glaube, das sieht man erst im nächsten Video, wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass ich das nicht aufgenommen habe. Naja, ich wollte dieses Dach auf jeden Fall, die Kapelle, nicht allzu sehr beschmücken, weil ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung, was wie eine Kapelle aussehen soll, vom Baustil her oder wie gesagt vom Beschmückung. Ich meine, es gibt keine Kirchfenster oder so, deswegen konnte ich hier solches nicht reinhauen, aber ich schätze, es ist eigentlich ganz gut gelungen, wenn man bedenkt, dass ich überhaupt kein Wissen über irgendwelche Gotteshäuser habe. Und was mir hier bei der Neuplatzierung aufgefallen ist, wenn man ein Gebäude bewegt, dann kann man es in der Höhe natürlich verändern, ne? Dass es höher oder niedriger sein soll. Nur das kann man nur auf 2 Dachteile von der Höhe her verschieben. Also immer nur in 2er-Schritten. Und deswegen musste ich da nochmal eine kleine Plattform drunter bauen. Aber ich habe später bemerkt, was ich natürlich auch hätte machen können, ist einfach dafür sorgen, dass das unterste Gitter 1 niedriger ist, weil indem ich ein Dachplattform-Ding halt 1 niedriger reinsetze, dann schiebe ich das Gebäude dorthin, wo ich es will, und dann lösche ich die eine Plattform, die ich als Hilfe benutzt habe. Ich weiß nicht, warum man nur also die Höhe immer nur in 2er-Schritten ändern kann. Hat vielleicht seinen Grund, vielleicht hat man auch einen Fehler gemacht. Ich schätze Letzteres, aber es ist noch eine Alpha, das wird bestimmt noch rausgebügelt. Und wenn nicht, es ist nicht schlimm, weil man kann es umgehen. Also, an sich geht das alles klar. Die Kapelle, wie gesagt, zuerst als Füller gedacht, habe ich dann später noch einer Funktion gegeben. Nämlich habe ich da die Toiletten reingetan. Ich habe nämlich bis jetzt noch keine Toiletten gehabt. Ich meine, okay, ich habe auch bis jetzt noch weder irgendwas zum Essen oder Trinken gehabt, aber naja. Das kommt dann später auch, aber nicht in dieser Folge. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe einfach die Haupttür. Dahinter habe ich die Toilette reingetan und dann führt die Straße direkt da rein und dann sieht es so aus, als ob Menschen in der Schlange stehen, um in die Kapelle irgendwie eine Kerze anzuzünden. Keine Ahnung. Ist vielleicht, ja, Ist das okay, sowas zu machen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich schon ein bisschen komisch gefühlt, dadurch, dass ich das hier gemacht habe, weil ich meine Toilette... Ja, Naja, auf jeden Fall, ja, genau, hier. Zum Eingang einer Warteschlange, da gibt es ja diesen Bogen. Da habe ich auch noch Schilder drauf getan, aber ich glaube auch nicht in dieser Folge. Deswegen, ich kann sehr viel sagen, was ich gemacht habe, aber nicht in dieser Folge, weil ich sehr, sehr viel aufgenommen habe und dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich habe ein bisschen sehr viel Material. Aber jetzt kommen auch so ein paar random Gedanken, um die Achterbahn ein bisschen zu schmücken. Das habe ich aber auch nicht wirklich durchgezogen, weil, ja, okay, außer diese Höhle hier, das wollte ich wirklich machen. Aber ich habe nicht die komplette Achterbahn beschmückt, weil ich weiß ja noch gar nicht, was ich hier unten hinbauen will. Aber, wie ihr an der Musik hört, ist das Video bald zu Ende. Deswegen, ja, ich kann eigentlich nicht sehr viel sagen noch. Ich meine, außer, dass in der nächsten Folge ich eine Burg baue. Und, mit dem nächsten Thema anfange. Und deswegen hoffe ich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. So, wie ihr hier schon mal sehen könnt, lege ich das Fundament zur Burg und auch ein bisschen den Grundriss. Die Burg hat an sich keine Inspiration, aber ich finde, sie ist eigentlich ganz okay gelungen.